Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir einen Fastfood-Klassiker und zwar zeige ich euch heute, wie ihr einen Big Mac zu Hause selber machen könnt. Als erstes bereite ich dafür das Gemüse für einen Sweet Relish vor. Das brauchen wir nämlich für die Big Mac Soße. Bekommt man in Deutschland allerdings recht schwierig im Supermarkt. Deshalb dachte ich, zeige ich euch einfach, wie ihr das ebenfalls zu Hause selber machen könnt. Dafür eine halbe Gurke entkernen und in kleine Würfel schneiden. Als nächstes eine halbe Paprika. Ich habe jetzt eine grüne genommen, weil es farblich besser passt, ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Dann noch eine halbe Zwiebel fein hacken und zum Schluss ein kleines Stück Sellerie, das sind ungefähr 30 Gramm, auch in kleine Würfel schneiden. Die Gemüsewürfel dann auf einen tiefen Teller geben, 1 bis 2 Teelöffel Salz darüber verteilen, dann alles einmal kurz durchrühren und anschließend für mindestens eine Stunde zur Seite stellen. Als nächstes kümmern wir uns um die Burger Buns. Dafür einen Viertelwürfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, 125 ml lauwarmes Wasser und 25 ml lauwarme Milch dazu gießen und außerdem einen Teelöffel Zucker dazugeben. Jetzt mit einem kleinen Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Zucker und Hefe aufgelöst haben und dann 300 Gramm Mehl in eine Rührschüssel geben, das Hefe-Wasser-Gemisch dazu gießen, 25 Gramm zimmerwarme Butter und jetzt ein Ei in eine Tasse schlagen, dann mit einer Gabel verquirlen und ungefähr die Hälfte davon in die Rührschüssel geben. Die andere Hälfte in den Kühlschrank stellen, die brauchen wir später noch. Jetzt noch einen Teelöffel Salz dazugeben und danach alles mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken zu einem glatten, aber klebrigen Teig verarbeiten. Die Arbeitsplatte einmehlen, dann den Teig auf die bemehlte Fläche geben, von oben ebenfalls etwas bemehlen, und den Teig jetzt von außen nach innen ziehend durchkneten, sodass der Teig von allen Seiten mit einer leichten Mehlschicht bedeckt ist. Dann eine Kugel aus dem Teig formen. Und die Teigkugel anschließend zurück in die Rührschüssel geben. Mit einem Küchentuch bedecken und für eine Stunde an einem warmen Ort ruhen lassen. Für die Big Mac Buns brauchen wir ein relativ hohes Brötchen und damit das Brötchen beim Backen später nicht in die Breite, sondern in die Höhe aufgeht, basteln wir uns jetzt aus einem Bogen Alufolie, der ist etwa 35 bis 40 cm lang, so einen kleinen Aluring. Dafür von der Längsseite ca. 4,5 bis 5 cm umfalten und dann weiterfalten bis ihr oben angekommen seid und dann so einen 5 cm breiten Aluminiumstreifen habt. Am Rand eventuell 1 bis 2 cm abschneiden, das ist bei mir jetzt nicht ganz gerade geworden, und danach zu einem Ring zusammenlegen. Der Ring sollte in etwa einen Durchmesser von 10,5 bis 11 cm haben. Und jetzt die überlappenden Seiten einfach
mit einem Tacker fixieren. Und schon haben wir so ein kleines Förmchen, in dem wir die Buns nachher aufgehen lassen können. Insgesamt brauchen wir davon 4 Stück und die werden dann bis zur Verwendung erstmal zur Seite gelegt. Der Teig sollte sein Volumen nach etwa einer Stunde verdoppelt haben. Dann die Arbeitsplatte wieder etwas einmehlen. Von oben auch etwas Mehl auf den Teig geben. Und jetzt nochmal kurz durchkneten. Den Teig dann einmal halbieren. Und die beiden Teighälften danach nochmals halbieren, sodass wir insgesamt 4 gleich große Teigstücke erhalten. Jedes Teigstück danach zu einer kleinen Kugel formen. Dann ein Backblech mit Backpapier auslegen, die kleinen Teigkugeln auf das Backblech legen und jetzt die Aluringe einfach um die Teigbällchen platzieren. Und danach mit einem Küchentuch bedecken und für weitere 60 Minuten ruhen lassen. Währenddessen das Gemüse für das Sweet Relish über einem Sieb abtropfen lassen. Dann mit einem Löffel etwas auspressen, damit die gesamte Flüssigkeit abtropfen kann. Danach einen kleinen Topf aufsetzen, 90 ml Apfelessig, 125 Gramm Zucker und einen Teelöffel gekörnten Senf dazugeben. Jetzt alles verrühren. Und sobald es anfängt zu köcheln, die Gemüsewürfel dazugeben. Alles einrühren und danach für etwa 10 Minuten bei niedriger bis mittlerer Hitze köcheln lassen. Jetzt alles in ein hohes Gefäß umfüllen und mit einem Pürierstab alles einmal kurz durchpürieren. Nur so lange, bis die gesamte Flüssigkeit gebunden ist und das Ganze in etwa die Konsistenz von einer stückigen Soße hat. So wie hier. Das Relish danach zum Abkühlen zur Seite stellen. Und als nächstes bereiten wir dann die Burger Patties vor. Dafür nehmen wir gehacktes Rindfleisch und nichts weiter als frisch gemahlenen Pfeffer. Dann mit den Händen einmal kurz durchkneten, damit sich der Pfeffer verteilen kann.
und anschließend Fleischportionen von 125 Gramm abwiegen. Das ist zwar deutlich mehr als der eigentliche Big Mac hat, sieht aber nachher besser aus, weil das Fleisch beim Braten ja noch etwas eingeht. Dann habe ich hier so eine Burgerpresse. Die wird zunächst etwas eingeölt, damit die gepressten Patties später besser herauskommen. Wenn ihr so eine Presse nicht habt, könnt ihr die Patties auch einfach mit den Händen formen. Das Fleisch dann zuerst mit den Händen nochmal etwas durchkneten, dann in die Unterhälfte der Burgerpresse geben, etwas flach drücken und anschließend mit der Oberhälfte und etwas Druck zu Burger Patties formen. So sehen die fertigen Patties dann aus. Das jetzt für die übrigen Fleischportionen wiederholen und dann bis zum Anbraten zur Seite stellen. Als nächstes den Eisbergsalat mit einem Messer in hauchdünne Streifen schneiden. Die restliche Zwiebel vom Gurkenrelish fein hacken. Und als nächstes für die Big Mac Soße zunächst 4 gehäufte Esslöffel Mayonnaise auf einen tiefen Teller geben. Dann ca. 2 Esslöffel French Salatdressing dazugeben. Jetzt 2 gehäufte Esslöffel von unserem Sweet Relish. Einen Teelöffel Ketchup. Einen Teelöffel Zwiebelpulver. Einen Teelöffel Zucker. Einen kleinen Schuss Weißweinessig. Und eine Prise Salz. Jetzt alle Zutaten gründlich verrühren. Bis sich die Zutaten gleichmäßig verteilt haben. Danach eventuell nochmal abschmecken und dann ebenfalls zur Seite stellen. Die Burgerbrötchen sind wunderbar aufgegangen. Jetzt mit dem restlichen verquirlten Ei bestreichen. Dann ein paar Sesamkörner auf den Buns verteilen und anschließend im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für etwa 15 Minuten goldbraun backen. Danach etwas abkühlen lassen und anschließend mit einem Messer vorsichtig am Aluring entlangfahren. Dann die Alufolie vom Burgerbrötchen lösen. Und so sieht das fertige Brötchen dann aus. Richtig schön hochgegangen. Und das können wir jetzt mit einem langen Messer vorsichtig in 3 Teile schneiden. Zunächst das untere Drittel abschneiden. Und die Oberhälfte vorsichtig nochmal halbieren. Und so erhalten wir 3 Teile für unseren Burger. Als nächstes eine Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen. Dann die Burger Buns dazugeben.
und darin ein paar Minuten goldbraun anrösten. Das Mittelstück dabei von beiden Seiten anrösten. Dann aus der Pfanne heben. Nochmal etwas Öl in die Pfanne geben. Und jetzt die Burger Patties dazu. Und zunächst von einer Seite anbraten. Hier könnt ihr gelegentlich mal mit einem Pfannenwender draufdrücken, damit das Fleisch in Form bleibt. Und dann einmal wenden und von der anderen Seite ebenfalls anbraten. Sobald das Fleisch fertig ist, können wir unsere Burger zusammenbauen. Dafür als erstes etwas Soße auf das untere und das mittlere Brötchen geben und verstreichen. Dann etwas Eisbergsalat. Als nächstes das Fleisch. Dann Scheiblettenkäse. Und jetzt das Mittelstück vorsichtig mit einem Pfannenwender auf das untere heben. Jetzt noch 3 Scheiben Gewürzgurken und ein paar fein gehackte Zwiebeln und zum Schluss die Brötchenoberhälfte. So sieht er dann aus, der selbstgemachte Big Mac. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.